Also ich bin Anke Schulz, bin seit Februar bzw. seit Mai Rentnerin. Vorher war ich Personalratsvorsitzende in der Marineschule Mürwik. Zur Minderheit gekommen mit dem Beginn meines ersten Kindes im Kindergarten. Ich bin Berit Nommensen, ich bin 38 Jahre alt, komme aus Nibel, bin da auch geboren und aufgewachsen. Und ich bin Schulleiterin der Dänisch-Friesischen Schule in Riesum-Lindholm. Hallo, mein Name ist Claudia Knauer, ich bin 63 jetzt, ja. Ich bin in Deutschland geboren, in Hattingen, bin aufgewachsen in Schleswig-Holstein, habe Politikwissenschaft, öffentliches Recht und Philosophie studiert und bin 1996 nach Dänemark gekommen, habe mich da auf eine Stelle beworben als Redakteurin beim Nordschleswiger. Ich habe 18 Jahre als Redakteurin, die meiste Zeit als stellvertretende Chefredakteurin gearbeitet und habe dann beschlossen, das muss auch noch mal was anderes geben und habe mich dann beworben als Direktorin des Verbandes Deutscher Büchereien. Mein Name ist Jannik Bayer, ich bin Teil der dänischen Minderheit, bin Ratsherr für den SSW in Flensburg, also für die dänische Minderheitenpartei, bin aber auch engagiert im SCU-Vorstand, das ist unser Kinder- und Jugendverband. Sonst bin ich auch aktiv im Landesvorstand unserer Jugendpartei, komme aus Flensburg und ansonsten studiere ich noch in Dänemark, in Sonderburg, internationale Wirtschaft, Business, Culture and Language und bin auch angestellt bei unserem Landtagsabgeordneten Christian Dierschau. Ich bin Karin, ich bin Frasch. Hallo, ich heiße Karin, ich bin Friesin, ich bin 60 Jahre alt, wohne in Flensburg, bin freie Journalistin, arbeite zurzeit als Projektkoordinatorin bei Fries for Evening, wohne in Flensburg, bin verheiratet und habe 2 Kinder und 2 Kater. Also mein Name ist Lucia Weiß. Ich komme aus Kiel, bin 32 Jahre alt und arbeite als Bildungsberaterin an einer Grundschule in Kielgarten. Mirolapi Fata, mium Igatskunu Sinto und Budrau, Gai Anno Holsteino, für Igatskini Sintinge und Igatskini Romine. Mein Name ist Matthäus Weiß und ich führe den Landesverband Deutsche Sinti und Roma hier in Schleswig-Holstein. Mitt namn är Sofie Rebecka Schlüter-Knauer. In der deutschen Minderheit geboren und aufgewachsen, in den deutschen Institutionen, von der deutschen Schule bis zum deutschen Gymnasium, wo ich sowohl das dänische Abitur als auch das deutsche Abitur und dann nach Aarhus gegangen bin für meinen Bachelor für Politikwissenschaft und danach nach Kopenhagen für meinen Master. Und nebenbei arbeite ich zurzeit im Bildungs- und Forschungsministerium. Man lernt die Sprache und dann kommt es ja viel auch dann über das Zusammenkommen im Kindergarten. Dann kam dann die Mitgliedschaft im SSF, das ist ja der Kulturverein, dann fing sich immer mehr zu engagieren auch im Kindergarten. Ja, und dass letztendlich irgendwie der Freundeskreis sich dann immer mehr verdänischt hat auch. Also dass dann hauptsächlich ich dann irgendwann fast nur Freunde aus der dänischen Minderheit hatte, ja. Das war dann schon mal für andere dann wie du bist Deutsch, aber du studierst in Dänemark oder bist auf einer dänischen Schule und dann, ja, aber eigentlich bin ich Friesin. Und dann waren sie immer total verwehrt, was das denn wohl bedeutet. Ja, also Friese ist wer will. Es darf von staatlicher Seite oder kommunaler Seite nicht gefragt werden, ob man Mitglied der Minderheit ist. Es ist eine Gesinnungsminderheit. Das heißt, du kannst dich entscheiden, Mitglied der Minderheit zu sein, dann bist du es. Du bist es, weil du es sein willst. Das gilt genauso für die dänische Minderheit auf der anderen Seite. Das ist festgelegt in den Bonn-Kopenhagener Erklärungen. Dann hinterfragen wir uns natürlich immer öfter mal. Ein normaler Deutscher hinterfragt sich seltener, warum bin ich eigentlich Deutscher oder was bedeutet es, Deutscher zu sein. Wenn du Minderheitenangehöriger bist, tust du das entweder selbst immer wieder oder die Frage wird an dich herangetragen. Ich bin auch schon im dänischen Kindergarten gewesen und dänische Pfadfindergruppe und all sowas. Also schon von, ich sag mal, ab 3 Jahren war ich da alles, was irgendwie dänisch sein konnte. Ich habe auch im dänischen Verein Handball gespielt. So älter ich wurde, so mehr habe ich mich da, ich will nicht sagen reingesteigert, aber so mehr habe ich ein Bewusstsein entwickelt. Ja, ich habe einen Friesen kennengelernt und das bleibt nicht ohne Konsequenzen. Vor allen Dingen, wenn wir eine eigene Familie haben, dass wir eine Chance haben, unseren Kindern das auch weiterzugeben. Sinti und Roma ist einfach eine riesengroße Familie, die ihre eigene Sprache hat, ihre eigene Tradition, Sitten und Gebräuche. Also wir sind sehr herzliche Familien, die gerne essen, gut kochen und Musik machen. Ich bin da stolz, einfach eine Zinditzer zu sein, dass ich in Großfamilien aufwachse, dass wir viele Menschen sind miteinander. Das bedeutet mir ganz viel, dass wir
wenn wir unter uns in unserer eigenen Sprache sprechen, dass wir so sein können, wie wir wollen. Wir leben grundsätzlich in Großfamilien. Es gibt nichts Schöneres als eine große Familie, wo jeder für jeden da ist. Wir sind eine Minderheit und seit 2012 in der Landesverfassung mit Schutz und Förderung. Mein Vater, meine Mutter, Oma, Opa, die ich nie gekannt habe, von beiden Seiten. Da sind mehr wie 100 Personen in den Konzentrationslagern geblieben. Ich glaube, das hat man oft, wenn man sich als Minderheit fühlt. Das klingt jetzt doof, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eher in einem Kreis bin, wo es sehr, sehr dänisch ist, dass ich dann auch meine deutsche Identität stärker ein bisschen hervorhole und andersrum. Es ist nicht statisch, es ist nicht fest, man ist nicht mehr Minderheit, wie man es vor 50 Jahren war. Wie man jetzt Minderheit ist, ist anders. Und wie man in 50 Jahren Minderheit sein wird, wird auch anders sein, aber der Grundkern bleibt ja bestehen. Und jeder kann Minderheit sein. Jetzt auch gerade Hareslev, wo ja die dänische Minderheit auch sehr stark ist, dass man so in Hareslev, man geht durch die Straße, man hört Dänisch, Plattdeutsch, Hochdeutsch, alles gemischt. Und auch innerhalb eines Gesprächs wechseln die Sprachen. Und das finde ich so charmant. Ne? Mein Mann ist dänischer Staatsbürger, ist aber auch in Deutschland groß geworden, ist später nach Dänemark. Aber wir reden eigentlich hauptsächlich Deutsch zu Hause. Also ich spreche mit meinen Kindern Friesisch, mit meinem Mann Deutsch, aber er versteht mittlerweile auch alles auf Friesisch. Im Friesischen gibt es ja verschiedene Dialekte und also größtenteils wird vor allem mit dem Festlandfriesisch und dem Inselfriesisch unterschieden. Der Sohn war 6, als wir nach Dänemark zogen. Die Tochter ist in Dänemark geboren und ich kann aber deutlich merken, dass Kinder dänisch sozialisiert sind. Also beide meine Kinder haben in Deutschland teilweise auch studiert. Das ist dann für meine Kinder ein Auslandssemester. Und die merken dann schon, das funktioniert anders. Und ganz doof, wenn man jetzt ein paar Schulkinder fragt, wir haben ein paar weniger Ferientage als die deutschen Schulen. Das ist vielleicht auch noch ein kleiner Nachteil. Aber ansonsten muss ich sagen, geht's mir zumindest persönlich hier ganz gut. Ja, ich bin ja privilegiert. Ich spreche nicht nur zu Hause mit meiner Familie Friesisch und kommuniziere auch über WhatsApp auf Friesisch, sondern ich arbeite ja auch in einem friesischen Verein und kann, wenn es gut läuft, alles auf Friesisch machen, von morgens bis abends. Es fällt mir natürlich gar nicht auf, der Sprachwechsel. Gerade wenn man in Flensburg sich unterhält und dann laufen 2 friesische Wortfetzen am Ohr vorbei, da denke ich so, kenne ich die? Drehe mich dann so um und so. Das ist eine ganz tolle Verbundenheit auch. Unser Grundsatz ist, durch den Konzentrationslager, was die Eltern, Großeltern und die alle mitgemacht haben, dass die Sprache tatsächlich nur mündlich tradiert wird. Also wir haben tatsächlich eine Tischflagge, die, wenn wir dann dran denken, auch zum Geburtstag hingestellt wird. Das machen wir schon, aber sonst nicht. Nein, nein. Ja, bei den Friesen ist natürlich das Biegebrennen super wichtig. Am 21. Februar, wo ein großes Feuer gemacht wird. Und da finde ich eben, das Wichtige daran ist diese Gemeinschaft, dass man zusammenkommt, zusammen feiert. Auf dem Festland wird die Tracht eigentlich nicht so getragen. Ich bin mir jetzt unsicher, bei Eiderstedt, wie das da noch ist, aber bei uns eigentlich nicht mehr. Das ist halt etwas Altes, was man lebendig hält, was auch okay ist. Aber ich würde es viel lieber in die Neuzeit übertragen. Also sich dann überlegen, okay, wie würde eine Tracht denn heute aussehen? Was ist denn für uns jetzt eine Tracht? Das heißt also, sie bekommen das Studenterhue, wir nennen das Studentermütze, das würde man hier von den Vereinen, wie heißen die Verbindungen kennen. Und dann wird ohne Ende gefeiert, dann fährt man mit einem Bus oder noch besser mit einem offenen Wagen durch die Straßen, singt Lieder und besucht jeden einzelnen Wohnort, wo die Eltern sind. Wir haben einmal im Jahr das Årsmøde. Das ist unser Jahresfest, wo die Minderheit sich so ein bisschen selber feiert. Da gibt es eigentlich zumindest im nördlichen Teil Schleswig-Holsteins an, ich sag mal, gefühlt jeder zweiten Schule irgendwie ein Event im Laufe des Wochenendes oder ganz groß hier in Flensburg auf dem DGF-Platz mit einem großen Marsch hoch zum Platz vom Nordermarkt. Das ist immer so, ich glaube, Richtung Juni. Am 23. Dezember gibt es sowas, das nennt sich Lille Juleaften, das heißt kleiner Weihnachtsabend. Das ist einfach, ich glaube, ursprünglich, also wir feiern das ein bisschen anders, aber es ist eigentlich eine dänische Tradition, wo, glaube ich, der engste Familienkreis, also ich sag mal, die Eltern mit ihren Kindern, nochmal zusammenkommen und so zusammen
den Abschluss feiern für die stressige Zeit und dass man jetzt so richtig ins Weihnachtswochenende reinstarten kann. Für mich war ja alles total niegelnagelneu und da habe ich von Anfang an bemerkt, wie groß der Unterschied ist bei den Friesinnen und Friesen. Einige feiern Weihnachten noch ganz traditionell mit so einem kleinen Kinkenboom. Das heißt also so einem Holzgestell, wo Salzteigfiguren drin sind. Andere halten andere Traditionen hoch. Bei uns jetzt in unserer Familie müsste ich echt lange nachdenken, bis mir sowas einfallen würde. Ja, Fries for Evening ist ein bisschen älter jetzt als 100 Jahre und ist ein Verein, der das friesische Leben wir zeigen, dass man alles auch auf Friesisch machen kann, von der Pädagogik hin bis zum alten Café, sage ich mal. Was wichtig ist, ist auch dieser Respekt und Anstand vor älteren Menschen. Ich biete Trinken und Essen an, halte die Tür auf, also sowas alles. Fast meine ganzen Cousins spielen irgendein Instrument. Mein Bruder selber zum Beispiel, der spielt Klavier. Es gibt keine Lehrer. So, der kleine Bruder lernt vom größeren Bruder, sowas halt. Ja, Klavier, Gitarre sehr viel, Gesang. Viele Mädchen können auch singen bei uns. Also was ich gerne, das ist natürlich das ganz klassische, wenn man Tradition redet man immer über Weihnachten. Ich bin ein großer Fan vom Adventskalender. Die gibt es in Dänemark nicht, da gibt es Adventsgeschenke. Aber ich stelle auch die kleine dänische Flagge, den Dannebrog, auf den Tisch, wenn man jetzt Geburtstag hat. Für mich ist so wichtig, dass die Menschen als Menschen gesehen werden und auch gleich behandelt werden. Also dass wir uns vielleicht auch noch mehr öffnen. Also man hat ja doch noch so, gerade so bei den Älteren wir kapseln uns ab. Also das enttäuscht mich, dass in den Schulen Nordfrieslands kein verpflichtendes Friesischangebot ist, dass viele Kinder die Schule durchlaufen, ohne überhaupt jemals Berührungspunkte mit ihrer Kultur zu haben. Das finde ich unglaublich bedauerlich. Man muss sich ganz einfach trauen. Wir achten immer darauf, dass jeder mit Respekt behandelt wird und auch angesehen wird. Mehr wünschen wir uns auch nicht. Und wer Fragen hat über uns, kann gerne zu uns kommen, mit uns reden.